Ich wollte etwas machen, ich wollte etwas für mich tun. Ich wollte nicht mehr dem Strom der Masse folgen und das tun, was jeder macht. Ich wollte etwas tun, das mich glücklich macht. Ich wollte mich verändern. Und ich habe mich verändert. Körperlich und auch, vor allem auch, psychisch, innerlich. Mein Ziel war es, jeden Tag zu leiden. Ich wollte einfach nur leiden. Und das Training war für mich auch eine Art Therapie, meine eigene Selbsthilfegruppe, in der nur ich anwesend war. Und jedes Mal, nachdem ich trainiert habe, ging es mir besser. Ich habe diesen Schmerz gebraucht beim Training. Ich denke, es geht vielen Menschen so, wenn man alles verliert, was einem lieb ist, dass man an sich selbst zweifelt, dass man sich fragt, warum stehe ich überhaupt noch auf? Warum tue ich mir das alles überhaupt noch an? Warum gehe ich zur Arbeit? Warum lerne ich? Für was? Du liegst irgendwann allein unter der Erde. Das muss jedem bewusst sein, der lebt. Die Chance, die wir haben, ist, das Beste aus seinem Leben zu machen. Das zu machen, was einen glücklich macht. Nach der Fachoberschule war es für mich schwierig, Arbeit zu finden. Ich wollte eigentlich eine Ausbildung machen, irgendwas Kaufmännisches, obwohl ich sowas gar nicht machen möchte. Und da habe ich mich beworben und nur Absagen bekommen. Probier's mal bei der Bundeswehr. Und dann bin ich mit 19 in die Bundeswehr eingetreten und habe wirklich alle militärischen Lehrgänge hinter mich gebracht. Ich habe die Grundausbildung gemacht, ich habe den Unteroffizierslehrgang gemacht, ich habe den Feldwebellehrgang gemacht und habe dann eine Ausbildung angefangen als Kaufmann für Büromanagement. Währenddessen ist auch meine Beziehung in die Brüche gegangen und dann habe ich realisiert, dass das nicht meine Welt ist. Ich habe gemerkt, dass dort die meisten Menschen, ich will jetzt nicht alle verteufeln, aber dass wirklich die meisten Menschen einfach nur jeden verdammten Tag Alkohol trinken, nur Scheiße labern, in ihrer eigenen Welt leben, nichts auf die Reihe kriegen, nur auf ihrer Stube hocken, ihre Freundin in der Gemeinschaftsdusche ficken und die Wichse nicht wegräumen, die vor die Wohnung pissen, vor die Wohnungstür, die ins Waschbecken pissen, die jedes Wochenende besoffen sind und einfach nur Scheiße labern. Ja, ich wäre jetzt blöd, wenn ich nichts sagen würde. René, du weißt ja, wir kennen uns seit 2014 und wir haben uns in der Bundeswehr kennengelernt, wie er schon gesagt hat. Und wir hatten beide sozusagen wirklich die Arschkarte gehabt. Ja, wenn man halt nicht Raucher ist und kein Alkohol trinkt, ist es wirklich so, dass man bei der Bundeswehr, zumindest beim Heer, echt nicht dazugehört, sag ich mal. Und wir als normale Menschen, die Menschen, die halt Sport machen, haben uns direkt gefunden, sag ich mal. Wir hatten auch das Glück gehabt, dass wir immer denselben Lehrgang hatten, dieselbe Stammeinheit, denselben Dienstposten.
Und wir hatten wirklich uns und in so einer Zeit, wo wir wirklich wortwörtlich durch die Hölle gegangen sind, alle militärischen Lehrgänge hinter uns durchgezogen haben, sind wir halt uns wie Brüder näher gekommen. Also wir hatten wirklich nur uns, das hat uns gereicht. Wir brauchten nicht mehr. 2015 war es dann so, dass sich etwas entwickelt hat. Also mir wurde klar, Bundeswehr, das ist nicht mein Weg. Ein Ziel wollte ich halt noch machen, die Wettkampfvorbereitung, und in der Zeit hast du Linda kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, dass du dich auf jeden Fall auch verändert hast und dass du halt gemerkt hast, was wichtig ist, dass du Prioritäten setzt, und auch als ich nicht mehr da war, auch als du in der Stammeinheit warst, dass du wirklich versucht hast, man hat ja in der Bundeswehr wirklich keine Freizeit, man hat wirklich nur das Wochenende, dass du wirklich immer versucht hast, bei deiner Frau zu sein. Du hast immer versucht, zwischen Montag und Freitag, diese Zeit, du bist tausende Kilometer gefahren insgesamt, nur um deine Frau zu sehen. Während die anderen bei der Bundeswehr sich einfach nur totgesoffen haben, nur Scheiße gelabert haben, warst du für deine Frau da. Und ich finde, das macht einen Mann aus. Das macht einen wahren Mann aus. Wer jetzt noch irgendwas in seinen Gläsern drin hat, möchte ich nochmal, dass ihr nochmal die Gläser erhebt. Auf Linda und René Zeus. Salut! Als ich in der Bundeswehr war, habe ich einen sehr guten Menschen kennengelernt. Sein Name ist René. Und wir haben beide die Bundeswehr verlassen. Als er die Bundeswehr verlassen hat, hat er seine Frau geheiratet und einen neuen Weg gefunden, glücklich zu sein. Und ich habe mich entschieden, mich mehr auf meinen Sport zu fokussieren, andere Wege einzuleiten und diesen Weg zu gehen. Er war wirklich der einzig normale Mensch, den ich unter den 1000 Menschen kennengelernt habe. Und wir stehen uns beide immer noch ziemlich nah. Jeder kennt diese Tage, an denen man aufwacht und einfach nur denkt, oh Scheiße, ich scheiß drauf, ich bleib liegen. Ich gehe heute nicht zum Training. Ich mach's morgen. Genau da solltest du aufstehen. Das ist auch das Wichtigste, den Frust in etwas Gutem umzuwandeln. Das ist die Kunst darin. Ich wurde verlassen, betrogen, benutzt, ausgenutzt und im Dreck liegen lassen. Ich musste wieder lernen zu laufen. Ich war früher sehr, sehr abgemagert. Ich habe mich 3 Jahre lang eingesperrt und nur gefressen und trainiert und habe 37 Kilogramm zugenommen. Wo viele immer gesagt haben, ich würde Anabole Steroide nehmen oder irgendwas, was totaler Schwachsinn ist. Ich wollte den Menschen beweisen, dass man auch ohne Anabolika was erreichen kann. Mein Vater hat mir eine Hantelbank geschenkt und wir hatten früher im Haus einen freien Raum gehabt und den habe ich einfach als Trainingszimmer benutzt. Ich hatte eine Hantelbank, eine Klimmzugstange, Motivationsposter, einen Spiegel, eine Anlage, 2 Kurzhanteln, eine Setstange
und genug Gewichte. Und habe dann einfach mit dem Training angefangen. Ich erinnere mich unheimlich gerne zurück an mein alten Trainingszimmer. Dort hat alles angefangen und ich habe mich dort extrem wohl gefühlt. Ich denke, so wie für Dorian Yates das Temple Gym sein Dungeon war mein Trainingszimmer mein Dungeon, weil ich dort ich sein konnte. Ich konnte den Raum so gestalten, wie ich wollte. Und er hat mich immer motiviert. Ich konnte die Bilder aufhängen, die ich wollte und mich motiviert haben. Und ich hatte die besten Erfolge dort drin gehabt. Ich habe dort richtig angefangen zu trainieren. Ich habe angefangen, mein Äußeres zu verändern und ich bin jede Woche eigentlich stärker geworden. Es war für mich perfekt. Für mich hat es gereicht. Ich brauchte kein super Equipment. Ich hatte freie Gewichte gehabt und das hat mir vollkommen gereicht. Es war wie so eine eigene Welt, in die ich versinken konnte. Es war ein Traum. Heute ist Beine dran. Beine ist immer ein ganz besonderer Tag, weil man sich dort jedes Mal immer wieder aufs Neue quälen muss. Ich fühle mich ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ich habe die letzten Tage sehr versagt, was Ernährung angeht. Und bei meinem Stoffwechsel ist es so, wenn ich zu wenig esse, dass ich sofort abnehme. Das geht sofort wieder runter. Und deswegen werde ich jetzt nochmal vor dem Training, das in einer halben Stunde sein wird, nochmal schnell was essen, viel trinken und dann ist Beine dran. Und das ist immer genau, das sind genau die Momente, wenn man gerade ganz müde ist und ganz schwach ist, dass man genau dort trainieren sollte, wenn man überhaupt keinen Bock hatte, wenn man denkt, nee, ich bleib lieber liegen, ich mach nix, ich hol mir einen runter, ich bleib liegen, ich gehe duschen, ich gehe schlafen oder sonst was. Nein. Genau da sollte man seinen Arsch hochbekommen und gefälligst trainieren gehen. Scheißegal wie spät es ist, scheißegal wie früh es ist. Mir ist nur wichtig, dass ich jetzt genug gegessen habe, weil ich sonst die Leistung nicht bringen kann. Also, los geht's. Ich wollte einfach nicht mehr dieser Mensch sein, weil ich mich früher auch oft verbogen habe, um Menschen zu gefallen. Ich bin Menschen hinterhergerannt, war auf Knien. Komm! Hab mich einfach verstellt, ich war nicht ich selbst. Intensität ist ein sehr wichtiger Faktor im Training für mich. Mir war es am wichtigsten, immer im Kalorienüberschuss zu sein. Und ich wollte immer mehr wiegen als am Abend zuvor. Ich habe mich immer abends gewogen. Ich bin nachts aufgestanden. Meine damalige Freundin hat sich immer aufgeregt, wenn ich mir noch Shakes gemacht habe, weil sie weiter schlafen wollte um 3 Uhr morgens. Aber ich
wollte es so, ich musste es auch tun, weil mein Traum war es, einmal auf der Bühne zu stehen. Weil man sich jeden Tag damit beschäftigt und jeden Tag diese Videos schaut und denkt, wofür macht man das eigentlich? Klar, man möchte sich verändern, aber man möchte auch irgendwas für sich erreichen. Ich weiß, ich werde die Welt damit nicht verändern, aber ich würde meine Welt damit verändern. Ich sag's wie Arnold Schwarzenegger, I want to be a bodybuilding champion. Und ich reiß mir den Arsch auf und ich werde mein Ziel erreichen, egal wie lange es dauert. Es ist scheißegal, wie lange es dauert. 18. Ich habe ein Ziel und ich arbeite darauf hin. 19. 20. Und es hat Jahre gedauert, Jahre. Es geht. Ja, es geht. Und man darf sein Ziel niemals aus den Augen verlieren. Auch wenn niemand an dich glaubt, auch wenn alle sagen, dass es schwachsinnig ist, man muss immer weitermachen. Mir wurde dann immer mehr klar, dass das auch mein Weg ist und dass ich irgendwann mal auf die Bühne gehen möchte. Mir war es egal, ob ich Erster oder Letzter werde. Ich wollte einfach diesen Weg durchleben, jede einzelne Phase. Ich wurde disziplinierter, zielstrebiger und wie gesagt, durch den Frust, den man sich aufgebaut hat, wurde man immer besser. Ich mache einfach alles durch. Ja. Jawohl, David! ANBF 3. Platz. Vor fast genau einem Jahr bin ich jetzt diesen Samstag wieder auf der Bühne. Und wäre gut, wenn da eine 2 oder eine 1 dran steht. Die war von der NAC. Ist eigentlich gar nicht so spektakulär. 5. Platz ist aber das größte von allen. Und ja, es ist halt eine schöne Erinnerung. Aber ich finde, das wichtigste Pokal ist von meinem Vater. Das hat er mir letztes Jahr geschenkt. Und seitdem ich dieses Pokal bekommen habe, habe ich irgendwie diesen Drang nach Pokalen nicht mehr so sehr, wie ich es vorher hatte, weil das eigentlich für mich der wichtigste von allen ist und auch vermutlich immer bleiben wird. Und das ist mein Vater. Der Kleine. Bei meiner Oma und meinem Opa. Altes Familienbild aus den 50ern. 58. Mein Vater. Ja. Was ich auch geliebt habe, war mit meinem Vater früher Filme zu schauen. Ich liebe Filme. Ich liebe alte Filme. Mein Vater hat mir früher die besten Filme gezeigt. Wir sind abends extra länger wach geblieben, nur damit wir Filme schauen können in der Woche. Ich war dann immer einen Tag später in der Schule extrem müde, aber es hat sich gelohnt. Wir haben so viele Filme zusammen geschaut. Es fing an mit den alten James-Bond-Filmen. Bovek Orange, Taxi Driver. Du laberst mich an? Die ganzen Jackie Chan-Filme. Indiana Jones, ich hab's geliebt. Und ich liebe es heute noch mit ihm zusammen Filme zu schauen. Ich wurde geprägt von meinem Vater, meine Schwester wurde geprägt von meinem Vater, wir wurden beide geprägt von ihm.
Er hat uns von klein auf die klare Welt gezeigt, ohne Filter. Er hat einfach die Wahrheit gesagt. Deswegen kamen wir nie in den Einfluss davon, Drogenjunkies zu werden oder Alkoholiker, irgendwie süchtig zu werden von irgendwas. Wir hatten schon von Anfang an eine starke Abneigung dagegen. Wir sind einfach raus, als wir klein waren, haben mit den Hunden gespielt, sind spaziert, sind durch den Wald gegangen, haben Videospiele gespielt, Super Nintendo, PlayStation 2. Ich halte nun mal gerne an Dinge fest. Das kann ich nicht ändern, weil mir sowas echt wichtig ist. Anderen Menschen sind andere Dinge wichtig, aber mir ist das wichtig. Es ist ein schönes Gefühl. Es ist wie wenn man ein altes Lied mal wieder hört, was man lange nicht mehr gehört hat. Das ist immer ein extrem angenehmes und beruhigendes Gefühl. Und ich mag das. Ich ignoriere das nicht. Ich liebe dieses Gefühl. Wie bei so einem, ihr habt doch bestimmt Michael Bay, Texas Chainsaw Massacre? ja genau, am Anfang von dem Film. Ja, wo er abgeschlachtet wird. Das ist genauso. Ist aber gut, dass wir es hier nochmal filmen, dann können wir es auf jeden Fall nochmal in das neue Video reinmachen. So von Orbis Massiv, so. Ja, er macht wirklich ein Video. So über das hier. Wirklich? Ja, echt. Über Wettkampfvorbereitung. Ein letztes Mal alles anschauen, wo alles begann. Ein letztes Mal in das Haus treten, in dem ich groß geworden bin, meine Kindheit verbracht habe, viel erlebt habe, viel gelacht und sehr viel geweint habe. Alles nimmt irgendwann ein Ende und ich war das letzte Mal dort drin. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Jetzt ist das Haus weg. Aber es war trotzdem noch mal schön, dort drin gewesen zu sein. Weil die Erinnerungen, die bleiben für immer. Aber jedem muss klar sein, dass es kein Zurück mehr gibt. Irgendwann sterben die Dinge oder lösen sich auf. Nichts hält für die Ewigkeit, auch wenn wir es gerne so hätten. Aber es war wirklich eine sehr schöne Zeit. Das war mein Leben. Jeder Ort hat immer einen gewissen Charme. Hat immer so eine gewisse Aura, ein Gefühl, das man einfach spürt, wenn man dort drinne ist. Für manche ist es angenehm, für manche unangenehm. Und das war ein Ort, an dem ich einfach zu Hause war. Oh Mann, Weihnachten habe ich da drin sehr geliebt. Alleine das Frühstücken, das gemeinsame Frühstücken jedes Wochenende. Wie ich als Kind durch die Küche gerannt bin, wie ich mir am Herd die Finger verbrannt habe, wie ich mit den Hunden gespielt habe, durch die Zimmer gerannt bin, wie ich mit meiner Schwester Verstecken gespielt habe, wie ich mit meinem Vater in der Küche Fußball gespielt habe mit einem Tennisball und wie ich einfach im Wohnzimmer Filme geschaut habe, Musik gehört habe, Queen gehört habe. Das war schon einmalig.
ist der Raum, in dem ich mich 3 Jahre lang eingesperrt habe. Ich habe nichts gemacht, außer zu trainieren wie ein krankes Schwein. Oh Mann, dieser Raum. Das fing alles vor 8 Jahren an, 2011, als mir mein Vater die Hantelbank geschenkt hat. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man trainiert. Ich habe einfach als Bankdrücken gemacht und mir das Wissen nach und nach angeeignet und habe mich geformt. Was viele nicht verstanden haben, aber mir hat es gut getan. Das war die alte Wohnung von meinem Opa, später von meinem Stiefbruder, und dieser Raum bedeutet mir einfach alles. Dort hatte ich auch die größten Fortschritte gehabt. In dem Raum habe ich 37 Kilogramm Masse zugenommen. Und es ist im alten Haus, das mir immer wichtig bleiben wird. Na? Na. Das Training mit meinem Cousin war eine sehr schöne Zeit. Das war so eine Mischung aus Ehrgeiz, also wirklich Gas geben, und Spaß haben. Also so ein bisschen Arnold Franco-mäßig, weil wir haben uns sehr oft gegenseitig zum Lachen gebracht. Also beim Bankdrücken, das war wirklich grenzwertig. Wir hätten uns beinahe umgebracht vor Lachen, weil er konnte halt nicht mehr drücken, weil er lachen musste, und ich konnte ihn nicht spotten, weil ich auch lachen musste. Aber es war eine sehr einprägsame und wundervolle Zeit, und mir war es auch wichtig, ihn nochmal vor dem Wettkampf zu sehen und auf der alten Hantelbank zu trainieren, mit den Gewichten, mit denen ich angefangen habe, weil ich dieses Gefühl nochmal gebraucht habe von früher. Geil. Wir haben uns beide immer gegenseitig motiviert, und das Training hat uns sehr verbunden. Wir hatten davor jahrelang fast keinen Kontakt mehr gehabt. Mama kann das auch. Genau richtig. So. Massefunktion jetzt hier. Jetzt macht er Zwiebeln. Mhm. Ashley. Klimmzüge sind echt anstrengend.
Jetzt geht's los. Na komm. Ach, guck mal, man kennt sich. Der Albert. Komm, wir setzen uns hier hin. Das Posen hat immer etwas Beruhigendes. Man muss sich konzentrieren, man muss den Muskel spüren. Man sieht auch nicht alles zu 100%, weil man nur durch diese kleinen Löcher schauen kann. Man versucht, die Ruhe zu bewahren. Jetzt weiß ich, wie ich Geld verdiene. Nicht mit Fluchen, sondern mit dem Mann. Ja, die haben engagiert, damit die Leute an ihr stehen bleiben. Der hat aber auch Papo. Der hat aber auch Papo. Einfach nur die Kontraktion der Muskulatur zu spüren und die frische Luft zu genießen. Es war relativ frisch, aber es war trotzdem ein sehr angenehmes Erlebnis. Sehr erfrischend. Es war auch gleichzeitig so eine Art Vorbereitung für die Bühne, weil man dort auch angeschaut wird und dass man dort einfach diese Körperbeherrschung bewahrt, konzentriert zu bleiben, trotz Ablenkung, was drumherum passiert. Und das hat sehr gut getan. Sagst du, was das Arbeit ist, zum Körper zu machen? Ja, Das Posen auf der Brücke war etwas Besonderes für mich, weil ich wieder nach knapp einem Jahr wieder in Rothenburg war und sich irgendwie alles außenrum immer wieder verändert. Die meisten Menschen kannte ich eigentlich gar nicht, obwohl ich dort groß geworden bin. Und wenn man sich dann auszieht und die Maske aufsetzt, dann ist man für sich und alles andere drumherum ist irgendwie nicht da. Außer man kriegt die Reaktion der Menschen mit, aber das war jetzt nicht negativ. Das Feedback war eher so, sie waren überrascht. Sowas haben die, glaube ich, vorher noch nicht in dieser kleinen Stadt gesehen. Aber ich habe mich relativ wohl gefühlt und es war ein angenehmes Gefühl, weil man war auf sich konzentriert und konnte das darstellen, was man über Jahre aufgebaut hat. Fuck! Woo! Fick dich! Rotenburg! Fick dich, Ente! Ich muss sagen, ist sogar angenehm. Ja? Nur die ganzen Algen oder was das ist, nervt ein bisschen. Fuck, ich weiß nicht, wie das aussieht jetzt, wenn ich pose. Vielleicht muss ich noch ein bisschen raus.
Okay, geil. Mit was fangen wir an? Geheult war, dass dass wir nie zusammengebrochen haben früher. Ja, dann. Ja, mach. Nee, mach. Sind die 10 Minuten jetzt rum? Ja, sieht man. Und wohl. Ob ich das okay guck mal. Probieren? Ist das okay, ne? So. Nein, wenn ich das mache, geht das Wasser raus. Aber das ist okay. Da kannst du auch abbrechen mit dem Wasser. Du weißt ja nicht, was du trinken soll. Hör nicht auf zu reden. Immer noch nicht. Meistens, wenn ich meine Mutter sehe, beschränkt sich das eigentlich nur auf Geburtstage oder Feiertage, wenn überhaupt. Aber diesmal hatte ich das Bedürfnis gehabt, sie nochmal vor dem Wettkampf zu sehen. Auch weil ich schon in der Nähe war, wollte ich nochmal diese Chance nutzen. Es ist immer sehr emotional, wenn ich sie sehe. Wenn ich wollte, könnte ich eigentlich die ganze Zeit weinen, weil es immer noch sehr viel aus der Vergangenheit gibt, wenn ich sie ansehe, was mich, weiß ich nicht, was mich immer wieder fesselt. Aber es war schön, bei ihr gewesen zu sein und meine Schwester war auch dabei. Es ist immer wieder schön, sie zu sehen und wir hatten gemeinsam gekocht, was wir früher viel zu selten gemacht haben. Ich versuche die Zeit mit ihr viel intensiver jetzt zu genießen. Und ich schätze diese Zeit mit ihr sehr. Sie hat mir immer das Gefühl von Geborgenheit gegeben. Und da konnte ich meine Gedanken einfach ausschalten. Früher lief immer FFH, also Radio, wenn sie geschlafen haben. Und ich habe dieses Gefühl von Wärme sehr gemocht und lange auch vergessen gehabt. Ja, sie weiß, glaube ich, gar nicht, wie viel Liebe sie mir eigentlich gegeben hat. Das sollte sie auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, mach's gut, ne? Tschüss, mein Schatz. Das war schön. Ja. Und Und machen lecker. da nochmal und leckeres Essen. Und danke. Gut, nicht zu danken. Danke für alles eigentlich. Nicht zu danken. Ich nicke. Alles klar. Gut. Aus! Ich habe das Wochenende in Totenburg verbracht. Es hat scheiß Gewitter, Regen. Schon eigentlich die ganze Zeit, wenn ich gefahren bin. Ich habe meinen Cousin besucht, habe bei ihm trainiert. Habe mit ihm danach in der Stadt ein bisschen gepostet, habe schöne Bilder gemacht, mein lieber Mann. Danach habe ich ganz kurz einen alten Kameraden getroffen. Am Breitenbacher See, da bin ich früher oft gewesen, auch mit Menschen aus der Vergangenheit. Und bin dort nochmal ins Wasser, Ende September. Sind nicht mehr lang. Ist nicht mehr lang bis zu den Meisterschaften. 3 Wochen bis zur Deutschen. Und ja, mir geht's ganz gut. Ich habe Energie getankt. Ich war danach nochmal bei meiner Mutter. Die habe ich auch schon seit über
ein Jahr nicht mehr gesehen. War sehr schön, wir haben gekocht, haben viel geredet, gegessen. Meine Schwester war auch dabei. Ich habe danach eben gerade nach Hause gefahren. Und jetzt fahre ich nach Frankfurt zu meinem Vater, den ich höchstwahrscheinlich das letzte Mal jetzt vom Wettkampf sehe. Ich freue mich sehr. Da ist dieser scheiß Tunnel. ...2015 war mein erster Wettkampf. 2017 bin ich nochmal bei der GmbF gestartet und habe den 4. Platz erreicht. Also ich habe mich um eine Platzierung verbessert. Das hat mich ganz schön geärgert, weil es nur 2 Punkte Unterschied waren zum Drittplatzierten. Ich habe innerlich gekocht. Ich war auch wirklich sehr unglücklich über die Platzierung. Und diese Platzierung war der Grund, dass ich von 2017 ein Jahr später einfach nochmal starten wollte, obwohl es für einen Natural-Bodybuilder wenig Sinn macht, weil er in einem Jahr wenig Muskelmasse aufbauen kann. Also es ist unrealistisch, mehr Muskelmasse zu haben und härter zum Beispiel auf die Bühne zu kommen. Aber das war mir scheißegal. Ich möchte in dieser Saison probieren, das Unrealistische realistisch zu machen, und zwar mit mehr Muskelmasse auf die Bühne zu kommen, sprich schwerer zu sein und gleichzeitig definierter, härter, praller zu sein. Ich probiere einfach besser zu sein, ein besseres Ich zu sein als letztes Jahr. Ich möchte meinem Vater dafür danken, dass er mich immer unterstützt hat, seitdem ich lebe, bis zum heutigen Tag, der kilometerweit gefahren ist, um alles zu erledigen. Das ist so der einzigste Mensch, auf dem zu 100% Verlass ist. Er denkt keine Sekunde an sich, er versucht so viel wie möglich zu helfen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das vergessen leider viele Menschen oder sehen Menschen nicht, wenn Leute ihnen helfen, oder man sagt zu wenig Danke, zu selten Danke. Außerdem ist er für mich immer noch der stärkste Mensch auf der Welt. Ich möchte meiner Schwester danken, die sich immer viel zu viele Sorgen um mich macht. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit mit ihr gehabt. Wir werden uns für immer nahe sein. Wir haben uns, ich glaube, noch nie wirklich gestritten. Wir waren uns immer sehr nahe. Und
Ich bin immer froh, sie zu sehen. Es ist immer was Besonderes. Es ist immer ein Gefühl, das ich selten habe, weil die meisten Menschen heutzutage kommen und gehen, aber sie ist da. Darauf ist auf jeden Fall Verlass. Komm! In dieser Saison ist es so, dass ich nochmal angreifen möchte, nochmal bei der GNBF starten möchte. Sowohl bei der GNBF als auch bei der ANBF, beim NAC und beim DBFV. Der Fokus liegt allerdings auf ANBF und vor allem der Deutschen Meisterschaft, weil ich mich dort einfach verbessern möchte. Hier, die letzten Reste hier. Schmeckt brutal. Fast besser als die Brownie selbst. Ja. Wie Rami Malek als Freddie Mercury. Also über der Lippe noch so ein bisschen. Haare sind auch noch an den Seiten lang. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und wie laufen jetzt die nächsten Tage ab bei dir noch, David? Heute nochmal wenig Kalorien. Also 1700. Und ab morgen fängt das Laden an. Sogar der größte Tag mit 450.
Gramm Kohlenhydraten. Am Freitag dann wieder ein bisschen weniger. Und dann fahren wir ja schon 6 Stunden nach Österreich am Freitag. Also der Tag wird sehr, sehr nervig. Und was, Aber ich muss nicht fahren. was erhoffst du dir in Österreich? Was denkst du, wie viel ist drin? Oder was ist dein Ziel? Mein Ziel ist Top 3. Letztes Jahr habe ich schon den 3. gemacht. Natürlich wäre besser, also 2. oder 1. wäre halt eine Verbesserung. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, Top 3. Also schlechter als 3, dann kriege ich schon Depression, glaube ich. Gewinnen ist mehr ein Traum als ein Ziel. Das sind halt Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Aber ich werde mein Bestes geben auf der Bühne. Ich werde die Posen halten, ich werde die Kür machen, die ich heute Abend nochmal üben werde. Morgen andermal und dann müsste es eigentlich hinhauen. Das Schöne ist ja auch bei einer Kür, die Leute wissen gar nicht, wie man sich vorbereitet hat. Das heißt, man kann sich von der Musik gehen lassen auf der Bühne, man kann improvisieren und es kam nie schlecht an bisher. Hauptsache man hat Spaß auf der Bühne, das ist mir am wichtigsten. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, irgendwie nervös zu sein oder unter Druck. Klar, einen gewissen Druck hat man will dann sein Ziel erreichen. Aber ich schaue einfach mal. Vielleicht mal in die Kamera ganz kurz an Animal eine Botschaft. Hello Animal Pack. This is David Isaac here from Germany. Roman Fritz is my gym buddy. Now I'm Freddie Mercury. Isaac. Ja. Was soll ich sagen? Sponsort mich. Sponsert mich, ja. Nicht? So. Jetzt wird trainiert. Was hörst du gerne für Musik normal beim Training? Hast du ein paar Musiktipps? Also das, was ich halt früher in meinem Trainingszimmer gehört habe in Tottenburg, das war zum größten Teil eigentlich Rock. Rock und sogar Filmmusik. Ich habe viel Hans Zimmer gehört. Ruhige Musik, auch Oldies sogar, die mich halt an bestimmte Dinge erinnert haben. Und ich finde, jeder hat so seinen eigenen Stil. Aber im Moment schwankt es bei mir echt so zwischen, also ich höre eigentlich momentan alles, was mich so ein bisschen pusht. Ich habe mal so eine Hip-Hop-Phase, manchmal habe ich wieder so eine Rock-Phase, so eine 90er-Phase, so eine Alternative-Scheiß-Phase, dann wieder nur so 80er Retro, so Rocky, weißt du, Hot on Fire und so. Aber manchmal brauche ich auch gar keine Musik, manchmal ist es mir scheißegal, was für eine Musik, aber jetzt am Ende von der Diät brauche ich schon immer so ein bisschen was. Oh, ist die klein. Oh, die war ja richtig klein. Ich meine, ich bin auch klein, aber die ist kleiner als Eddie DeVito, Mann. Schon mini hier. Im Prinzip ist eine Diät, vor allem auch eine Wettkampfvorbereitung, pure Selbstzerstörung. Dein Körper frisst sich einfach selbst auf. Und du siehst es Tag für Tag, dass dein Gesicht einfällt, dass du immer weniger Fett an dir hast, dass du versuchst beim Training deine Leistung zu halten, aber es wird immer schwerer. Und du nimmst die Instinkte immer intensiver wahr, wenn du durch die Läden gehst, durch die Süßigkeiten, durch die Regale, an der Fleischtheke. Da nimmst du schon die Gerüche wahr wie ein Tier. Also da merkt man wirklich, dass man sehr animalisch veranlagt ist, sobald der Hunger auftritt. Und da gilt einfach nur Beharrlichkeit und absolute Selbstbeherrschung. Nicht völlig durchzudrehen,
seine Diät durchzusetzen, durchzuziehen, weiterzumachen. Man hat ein Ziel, man hat Tag X und man arbeitet Tag für Tag darauf hin. Und das können nicht viele Menschen und das wird auch nicht jeder Mensch verstehen. Manchmal wünschte ich, dass andere Menschen auch mal dieses Gefühl haben, damit sie verstehen, wie es einem geht, aber ich kann nicht erwarten, dass jeder Mensch sowas gefühlt hat. Aber ich garantiere dir, dass du danach viel mehr im Leben schätzen wirst. Du wirst jeden Bissen genießen, du wirst nicht mehr verschwenderisch sein, du wirst nicht mehr Dinge irgendwie wegwerfen oder so, du wirst wirklich alles schätzen, nicht nur Lebensmittel, sondern alles, was du hast. Bin auch irgendwie durch die ganze Scheiße in meinem Leben total minimalistisch geworden und ich schätze die Dinge, die ich habe. Ich habe noch ein paar Dinge aus dem alten Haus. Die Küchenuhr. Die sieht aus wie Scheiße, die ist schon mehrmals zerbrochen, aber für mich hat die einen ziemlich persönlichen Wert, einen unbezahlbaren Wert. Sowas ist mir mehr wert als irgendein scheiß teures Auto, was ich nicht brauche. Dann habe ich schon mal das Salzerkeyboard gemerkt, ich kann nicht mehr nehmen und hier. Ich glaube, ich mache die 1,5 runter. Einen Satz, den mache ich aber noch. Meine erste Wettkampfvorbereitung, die wirklich hart war, und da habe ich noch bei den Junioren bin ich da noch gestartet, weil ich da 21 war, und da wollte ich mir einfach beweisen, dass ich einfach noch zu irgendwas nützlich bin, und habe den 5. Platz gemacht bei den Junioren. Man musste damals den 5. Platz erreichen, um ins Finale zu kommen, und das habe ich geschafft, und das war mein Traum, was ich zu dem Zeitpunkt erreicht habe. Und jetzt, ich wollte es einfach probieren. Ich möchte es einfach probieren, ich möchte es einfach durchziehen, ich möchte sehen, was ich erreichen kann. Krass, ich fühle mich gerade gar nicht so wettkampfreif. Das ist immer lustig, wenn das Kalte dann noch raus ist, sieht man gar nichts. Ne? Ja. Ja. Schrecklich, oder? Ja, danach noch die andere Kamera. Genau, wenn du mich. Das kann man nochmal. Kannst du mal am Abend testen, Tobi, wie es dann? Ja. Ja, aber ist echt einfach. Also du mit Creamtime hast schon schwieriger gehabt. Ja. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Wirklich halt super easy. Das ist wie tapezieren, ja. Ja, einfach wirklich so grob drüber rollen. Brauchst du nicht so viel zu beachten. Musst du gucken, wenn es halt zu viel drauf ist und es Ja, so genau. runterläuft. Dann brauchst du einmal Schnell noch verteilen, weil wenn diese runtergelaufenen Tropfen eintrocknen, dann hast du Streifen. Okay. Das ist natürlich direkt gleichmäßig verteilt, aber ansonsten brauchst du nichts zu beachten. Eigentlich. aber nur alles gleichmäßig. So lange drauf machen, bis die sagen, das reicht. Ja. Das ist fertig. Ja. Wie es halt ist so. Ja, genau, und vorne ist Lauf, ist halt so. Ja, natürlich die Spitze der Autorität. Und schneller
Und irgendwann nach dieser langen Reise, nachdem man sich so lange den Arsch aufgerissen hat, kommt dieser Moment, wo man in den Backstage-Bereich kommt und sein Zelt aufschlägt, sich auf die Isomatte legt und wartet, bis es losgeht. Ich glaube, von außen betrachtet würden die Menschen denken, das wäre so ein Ort für Obdachlose. Alles riecht nach dieser Brotanfarbe und man hat ja selber schon die Schicht drauf und riecht zwischendurch an seiner Haut und checkt die Form ab. Aber wenn dieser Moment angekommen ist, braucht man sich nichts mehr vorzuwerfen. Also viele drehen durch, viele werden nervös, aber bei mir war es wirklich bisher so, dass ich die Ruhe selbst war, weil ich mir nichts mehr vorwerfen konnte. Ich bin bis dorthin gekommen, die Reise ist bald zu Ende. Es ist eigentlich fast der entspannteste Teil, weil man hat schon alles hinter sich und eigentlich ist es angenehm, weil man laden darf. Man muss seine Glykogenspeicher wieder auffüllen und man darf Kohlenhydrate zu sich nehmen und der ganze Bereich riecht nach Reiswaffeln, nach Süßkram. Man spürt diese dichte Atmosphäre, Honig, Marmelade, alles Mögliche, Fluff, diese ganzen süßen Dinger. Man ist dehydriert, aber trotzdem stark, weil man weiß, es geht gleich los. Das Einzige, was nervt, ist die Ungewissheit, wann es losgeht, weil bei den meisten Wettkämpfen ist es so, dass sich der Zeitraum einfach jedes Mal etwas verschiebt. Aber man hat es im Prinzip zu 99% geschafft. Die Deutsche Meisterschaft der GNBF ist für mich der Hauptwettkampf, für den ich mich dieses Jahr vorbereitet habe, wofür ich mir den Arsch aufgerissen habe, wofür ich ein halbes Jahr gelitten habe, für den ich mich streng genommen wirklich die letzten 7 Jahre darauf vorbereitet habe. Ich habe das früher immer gesehen, GNBF und Deutsche Meisterschaft in Natural Bodybuilding, und ich dachte so, wow, das wäre echt mal schön, bei sowas teilnehmen zu können.
Und jetzt ist es soweit und dieser Wettkampf ist für mich der klare Fokus und bedeutet mir auch am meisten. Streng genommen habe ich mich die letzten 2 Jahre gezielt darauf vorbereitet, weil ich 2017 auch dort gestartet bin, aber ich habe wirklich in dieser Vorbereitung wirklich Leib und Seele gegeben. Ich habe jeden Tag an diesen Wettkampf gedacht. Es gab keine Sekunde, an der ich irgendwie mit den Gedanken woanders war. Und was für mich auch wichtig war, ist, dass meine Schwester dort ist, dass mein Vater dort ist, meine Familie. Diese 2 Personen waren letztes Jahr auch da und ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, sie enttäuscht zu haben, weil ich weiß nicht, das war irgendwie komisch. Ich kann das nicht genau erklären. Aber diesmal hat alles gepasst. Ich hatte ein besseres Gefühl gehabt. Ich habe mich einfach sicherer gefühlt. Ich habe mich selbstbewusster gefühlt. Mein Ziel war klarer. Ich wollte einfach alles geben, alles, was in mir steckt. Man untergräbt sich oft selbst, man denkt immer, man ist nicht gut genug für sowas. Man denkt immer, es gibt bessere. Und hat diese Dabeisein ist alles Logik, aber das ist nicht der Fall. Wenn man sich ein klares Ziel setzt und dieses Ziel immer vor Augen hat und klar visualisiert, dass man dieses Ziel erreichen möchte, dann ist es auf jeden Fall machbar. Man darf niemals aufhören, an sich zu glauben. Das macht sehr, sehr viel aus. Auch wenn kein Mensch an dich glaubt oder dich belächelt, auf dich scheißt. Man muss fokussiert bleiben. Und das ist nicht nur bei diesem Sport so, das ist mit allem im Leben so. Und das hat diese Meisterschaft für mich bewiesen, dass Beharrlichkeit sich auszahlt. Wenn ich mich kurz zurückerinnere, wie ich wirklich angefangen habe zu trainieren und 3 Jahre lang wirklich mich eingesperrt habe und nur trainiert habe, ergibt irgendwie alles einen Sinn. Ich habe wirklich jede Wiederholung, jede einzelne Einheit in meinem Training wirklich gezielt für diesen Wettkampf gemacht. Am Anfang war es unbewusst, aber dann kam dieser Fokus immer mehr. Und das wird mir alles erst jetzt klar. Wie war das nochmal? Lecken, links und balzen. Ja. Auf? Auf morgen mal wieder. Auf morgen? Ja, den Wettkampf morgen. Okay. Big Mac mit Pommes. Oder Cola. Ja, Cola Light. Ungefähr 2 Stunden vor dem Wettkampf. Ketchup Anama. Komm ruhig durch, Daniel, komm rein. Ja. Gerne. Ich bin's nur. Bin keine Berühmtheit oder so. Guck nur mal kurz die Form an. Seid ihr da? Nee, noch nicht, aber einfach nur mal abchecken, genau. Es geht. Beine kommen hier sehr schlecht drüber, aber man hat schon eine Orientierung. Der ernstere Part fängt in dem Moment an, finde ich, in dem die letzte Schicht Farbe drauf kommt und in dem man anfängt, sich aufzupumpen, weil man weiß, okay, die Klasse vor mir ist gleich dran und du musst dich jetzt vorbereiten. Tobi war da, Julia war da, die haben mir die Farbe schön draufgeklatscht. Das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht und ja, da muss man wirklich aufpassen, die Nerven zu behalten. Einfach ruhig zu bleiben, sich aufzupumpen, man hat genug Kohlenhydrate geladen und es geht gleich los, es geht gleich los, es geht gleich los. Man darf keine Angst haben.
Man muss versuchen, entspannt zu bleiben. Yeah, tough decision, in my opinion, the Lex will win it. But it's not about me, it's about the judges who gave the second place to 150 Sven Rank. Was it about the Lex, Daniel? Was it about the Lex? Oh my God! Alright, and we have the winner, the first winner of the bodybuilding classes. Oh my God! Age, so German title goes to David Zau. Als mir wirklich so richtig bewusst war, dass ich Erster wurde, da hatte ich am Anfang das Gefühl gehabt, nicht richtig atmen zu können. Und gleichzeitig hat auch alles irgendwie losgelassen. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe die letzten 2 Jahre an nichts anderes gedacht. Und es war mein 3. Anlauf bei diesem Wettkampf, bei der Deutschen Meisterschaft. 2015 stand ich komplett alleine dort und habe den 5. Platz gemacht. Und 2017 bin ich nochmal angetreten und habe den 4. Platz gemacht. Und dieser Platz hat mich so fertig gemacht, auch wenn das blöd klingt. Es gibt Menschen, die sind froh, 4. zu sein, aber ich wollte mehr, weil ich wusste, dass mehr in mir steckt. Und mir wurde immer wieder versucht klarzumachen, dass nicht mehr in mir steckt. Ich wollte es unbedingt schaffen und dieses Gefühl, es erreicht zu haben, das war eine Gefühlswelt, die man nicht beschreiben kann, weil das für diese paar Sekunden surreal wirkt. Was mir aber bewusst war, dass mein Vater dort war und meine Schwester dort war und die beiden gesehen haben, dass ich es geschafft habe, nach all dem, was die letzten Jahre passiert ist. Ich wurde
oft verletzt, ich hatte oft keinen Lebenswillen gehabt, es ist verdammt viel schief gelaufen. Und in diesen paar Sekunden war dieses Gefühl der Glückseligkeit durch jahrelanges Training einfach eine Art Erfüllung, weil ich meinen Traum erreicht habe. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn man mal ein Video schaut, ein Motivationsvideo und denkt, hey, der Typ wurde Erster, ich will auch mal Erster sein. Dieses Erlebnis habe ich in diesem Augenblick wirklich gelebt. Und die wichtigsten Menschen in meinem Leben haben diesen Moment für mich miterlebt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Was hat mir Bodybuilding gegeben? Eigentlich alles, was ich zu diesem Zeitpunkt erreichen wollte. Ich habe mein komplettes Leben darauf fokussiert und ich habe dieses Ziel erreicht. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich auf der Bühne war, aber es gibt momentan andere Dinge, auf die ich mich verstärkt konzentrieren muss. Es wird Zeit, mein Leben voranzubringen. Und das nicht nur aus sportlicher Sicht. Wir werden uns spätestens im nächsten Leben wiedersehen, wenn wir beide Katzen sind. David, Mann, unfassbar, du hast es tatsächlich geschafft. Bist deutscher Meister und auch in Österreich hast du dich super platziert. Richtig cool. Aber ich muss sagen, das richtige Highlight mit dir in der Vorbereitung und auf den Wettkämpfen war dich auf der Bühne so glücklich zu sehen, auf der Bühne lachen zu sehen, auf der Bühne strahlen zu sehen. Völlig egal, welche Platzierung dabei rauskommt. Du standst da wie ein Profi und hast ja auch den Profi-Status sauber verdient, definitiv. Und das trotz allem, trotz Umzüge, trotz Chaos zu Hause, trotz der ganzen Umstellungen und alle Schwierigkeiten, die noch dazwischen stand, haben wir es gepackt. Und wenn du dran denkst, eine Nacht zu viert in einem Hotelzimmer, ein Jahr vorher, die ganze Umzieherei, einpacken, wieder auspacken, Treppe hoch, Treppe runter. Und trotz allem hast du es geschafft. Und da solltest du dir merken, dass du alles schaffen kannst, was du dir vornimmst. Du bist ein starker Typ und ich bewundere deine Leistung sehr. Du sahst mega gut aus und ich war sehr, sehr stolz drauf, dass wir dich begleiten dürften. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Ja, welchen besseren Platz für ein paar abschließende Worte können es geben als den Ort, an dem Separation gerade in diesem Moment fertiggestellt wird. David hinter mir hat der Render gerade angefangen und ich hoffe, dass er gut durchläuft und Separation dann am Start ist. Wir haben das Projekt angefangen 2015 nur als Gedankenspiel, aber es war auch irgendwo eine Art Versprechen, das wir uns selbst gegeben haben, dass wir diesen Film produzieren werden, egal wie lange es dauert, egal wann das dann kommt. Und 2018 hast du den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft geholt und das war Grund genug, den Film endlich in die Tat umzusetzen. Und wir haben es gemacht, wir hätten nicht mehr tun können, du weißt, wie es läuft. Ja, aber mein lieber Mann, es war ein ganzes Stück Arbeit, aber wir haben es durchgezogen. Und mit dem ersten Platz, den du geholt hast bei der Deutschen Meisterschaft, da hast du auch bewiesen, dass du dir das, was dir zusteht, auch holst. Ich hoffe, dass du das auch weiterhin im Leben machst. Ne? Du weißt Bescheid, wir gehen immer weiter, machen immer weiter, bis wir irgendwann umfallen.
Ja, Großer, auch von uns nochmal alles Gute zum deutschen Meistertitel bei der GmbF. Ja, mein lieber Mann, da so abzuräumen. Dazu muss man schon gut sein. Ich würde sagen, es war an sich auch eine sehr gute Saison. Ich habe sehr viel über dich gelernt, sehr viel über Bodybuilding gelernt und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Auch für mich, David, war es eine große Ehre, dich begleiten zu dürfen auf deinem Weg und ich bin sicher, es war nicht dein letzter erfolgreicher Wettkampf. Lieber David, ich möchte dir gerne sagen, wie verdammt stolz ich auf dich bin. Du hast so viel erreicht in deinem Leben und ich weiß, dass dein Weg nicht immer einfach war, dass du viel durch die Scheiße gegangen bist. Aber all diese Erfahrungen, die haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall weitere viele schöne Momente in deinem Leben und nur das Beste. Ich bin immer für dich da, das weißt du, deine Schwester Vanessa. Ich liebe dich über alles. Hallo David, möchte dir auch auf diesem Weg liebe Grüße senden. Was du in deinen jungen Jahren schon alles erlebt und geschafft hast, jede Enttäuschung hat dich noch stärker gemacht. Und wenn du ein Ziel hast, dann packst du zu wie ein Terrier und ziehst das Ding gnadenlos durch, weil du Gras fressen kannst und auch mein Sohn bist. Gehe deine Wege weiter so an, entscheide selber, was du möchtest und was nicht. Bin sehr stolz auf dich und immer für dich da, dein Papa. Was ich die letzten Jahre durch das Krafttraining gelernt habe, durch die ganzen Jahre Training und Folter, ist, dass Rückschläge keine Rückschläge sind, sondern einfach nur Hindernisse, die man überwinden kann. Man selber hat die Wahl, ob man weitermacht oder nicht, aber man hat eine Wahl. Und deswegen lohnt es sich immer weiterzumachen.